Die Idee hinter dem Projekt Kulturklasse war, wir wollen junge Menschen zusammenbringen, verschiedenster Nationen und eine Wertevermittlung anstoßen. Das heißt, wir haben Märchenfiguren genommen, die einen gewissen Charakterzug haben und darüber haben wir uns dann auch unterhalten. Und das macht was in einem Menschen, auch in einem jungen Kind, wenn er in so eine Rolle schlüpft und dann überlegt, warum tickt der so, wie fühle ich mich dabei? Um die Teilnehmer zu erreichen, und zwar Kinder und Jugendliche, haben wir uns an 2 Kooperationspartner gewandt, mit denen wir schon viele Projekte gemacht haben. Und zwar ist es einmal die Pauline, das ist ein Jugendzentrum, und dann zu einer OGS, also einer offenen Ganztagsschule. Jugendzentrum Pauline besteht das Team besteht aus 3 Mitarbeitern, die Fähigkeiten mitbringen, aber nicht jeder kann alles. Und sich dann einen Kooperationspartner zu suchen, der mit Fachleuten kommt, die Erfahrung haben in so einer Arbeit, ist ein extremer Vorteil. Man merkt das auch sofort an der Reaktion der Kinder, die gehen direkt mit. Zu Beginn hatten wir eigentlich mit den Kooperationspartnern verabredet, ein großes Musical-Projekt zu machen. Das heißt Gesang, Tanz, Schauspiel und ein Bühnenbildkurs. Und zwar war von Anfang an klar, dass Corona uns da wahrscheinlich einen Strich durch die Rechnung macht. Deswegen haben wir umgeschaltet und haben einen Film gedreht, haben die einzelnen Szenen, die Gesänge und Tänze aufgenommen und zu einem Film zusammengeschnitten. Die Jugendlichen in der Pauline sollten eigentlich zusammenarbeiten mit den Grundschülern, aber wegen Corona haben wir gedacht, das wäre nicht so sinnig. Deswegen haben wir die Kurse getrennt und in der Pauline wurde dann also das Bühnenbild, ein Backdrop hergestellt, ein riesengroßes Bild gesprayt. So wie der Entwurf hier zu sehen ist, sieht das Bühnenbild tatsächlich aus. Und sie waren selber total perplex, wie schnell sie das gestaltet haben gemeinsam. Also es war so viel Freude da in ihren Gesichtern, weil das ist auch riesig gewesen. Also es hat ihnen unglaublich viel Spaß gemacht. Was natürlich ein Vorteil war, das Ganze zu teilen zwischen Jugendlichen und Kindern, war, dass die Pauline in der 2. Woche weiterarbeiten konnte. Da wir jetzt keine Soundproduktion mehr brauchten für ein Hörspiel, haben die einen eigenen Song produziert. Und das finde ich auch ganz großartig. Der Alex ist da als Dozent sehr schnell reagiert und hat mit den Kindern das umgesetzt. Sie hatten auf jeden Fall Ideen ohne Ende. Der Alex hat selber auch gesagt, er hat noch nie so eine Gruppe gehabt, die im Grunde die kamen schon mit Texten Montag hier an, die sie sich am Wochenende überlegt hatten. Also das fand ich schon erstaunlich. Und dann, ja, über die Freiheit war es halt so, dass die waren im Grunde gestern eigentlich mit ihrem Sounddesign schon fertig, haben gesagt, wir wollen jetzt ein Video drehen. Und das war schon erstaunlich. Also sie sind extrem schnell und wollen immer mehr. Gerade wenn du künstlerisch aktiv sein möchtest, musst du frei sein im Kopf. Und das hatten die Jugendlichen bei uns gehabt und das empfand ich als sehr, sehr wichtig. Ein großer Gewinn eigentlich, was uns Corona da beschert hat, weil manchmal bekommt man ja aus so Krisensituationen noch tolle Ideen und dann entsteht was total Neues, was aber super ist. Ja, ich bin sehr froh, wie das geworden ist.